Vor kurzem habe ich mit der lieben Lima telefoniert und da hat sie mich gefragt, ob ich nicht mal das alte Kohlrezept ihrer Mutter zeigen kann. Da euch in der Vergangenheit die Rezepte, die ich von Lima bekommen habe, immer so gut gefallen haben, habe ich natürlich sofort zugesagt. Für die Krautfleckerl à la Lima brauchen wir etwas Öl, 250 Gramm Hackfleisch, eine Zwiebel, die Hälfte eines sogenannten Jaroma bzw. Urkohls, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, etwas Vegeta, das ist so eine Art Gemüsebrühe, und 200 Gramm Nudeln. Als erstes kommt das Öl in die Pfanne. Daran brate ich kurz das Hackfleisch an und während das bräunt, schnippel ich schon mal die Zwiebel. Die Zwiebelwürfel gebe ich dann zum Hackfleisch, rühre alles kurz um und lasse das Ganze dann bei schwacher Hitze weitergaren. Lima empfiehlt für dieses Gericht so einen flachen Jaroma-Kohl. Der ist einfach viel milder als der runde Weißkohl, er gart schneller durch und wird auch viel zarter. Das sieht jetzt ein bisschen voll aus, aber keine Sorge, wie Lima so schön sagt, werden Nudeln beim Kochen mehr und Kohl wird weniger. Und jetzt kommen noch die Gewürze dazu. Alles gut durchmischen, den Deckel drauf und dann darf der Kohl bei schwacher Hitze vor sich hin dünsten. Vor 70 Jahren hat übrigens die Mutter von Lima die Nudeln für dieses Gericht noch selbst gemacht, aber heutzutage nimmt Lima einfach Spirelli. Ab und zu könnt ihr auch mal einen Blick auf den Kohl werfen und falls nötig ein paar Esslöffel Wasser zufügen, damit nichts anbrennt. Wenn der Kohl dann schön zart geworden ist, können die Nudeln mit rein. Alles gut durchmischen und dann kann auch schon serviert werden. Dazu gibt es bei Lima und mir jetzt noch einen Klecks Joghurt, aber auch Schmand oder Crème fraîche passen ganz gut. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und ihr probiert es auch mal aus. Vielen Dank an dich, liebe Lima, für die Anregung. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr voller schöner Momente. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!